Ist Hybrid die Zukunft der Supercars? Ich würde ganz klar sagen, ja. McLaren sagt auch ja. Deswegen habe ich hier heute auch was Feines hinter mir stehen aus dem Hause McLaren, was brandneues, und zwar ein Plug-in-Hybrid. Der Wagen hier hinter mir nennt sich McLaren Artura und der Name stellt sich zusammen aus den Worten Art und Future, also so ein bisschen Kunst und Zukunft. Und da will ja auch McLaren hingehen, weil so diese reinen Verbrenner, die werden früher oder später so oder so aussterben. Wer schon mal so ein Hybrid in einem vor allem Supercar gefahren ist, der weiß, dass das eine ganz, ganz feine Sache ist. Und ich erkläre euch jetzt auch mal, warum. Wir haben hier zum einen erstmal was ganz Neues, denn das erste Mal sitzt hier ein V6 in einem McLaren. Ein 3 Liter V6 Motor und zusätzlich ein E-Motor. E-Motor denkt man sich jetzt erstmal, ja, ganz nett. Wenn man das aber fährt, dann spürt man direkt Drehmoment. Und das ist das Geile an so einem Hybrid. Man hat zum einen natürlich die Sportlichkeit des Verbrenners, aber der E-Motor, der liefert dir sofort Drehmoment, und das ist, wer sowas schon mal gefahren ist, wirklich absolut geistesgestört auf eine positive Art und Weise. Ja, der erste V6 in einem McLaren, komm, wir schauen uns den mal an, ist aber nicht immer was Schlechtes, wenn weniger drin ist, weil auch gleichzeitig wiederum jetzt mehr drin sein kann. Ne? Ein kleinerer Motor sorgt aber auch gleichzeitig wiederum für mehr Platz. Bevor ich jetzt weiter über Daten und Fakten rede, würde ich erstmal sagen, schauen wir uns den mal zusammen an. Was ich sehr interessant finde, ist, dass wir hier sehr große Teile haben. Also sehr viele, wo fangen wir an? Hier hinten sieht man das sehr schön. Guckt euch mal an, wie riesig dieses Teil hier am Heck ist. Das geht hier los, hier komplett einmal rum. Das ist ein ganzes Teil. Das nennt sich Superformed Aluminium, weil es unter sehr hohen Temperaturen und sehr hohen Druck einfach so gepresst werden kann. Deswegen hat man jetzt hier so ein Riesenteil. Auf den ersten Blick ist vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt. Zum Beispiel, wenn man den Wagen allein schon wäscht, man hat jetzt hier gar nicht mehr so viele Kanten, wo irgendwie so dieser ganze Dreck dazwischen bleibt. Das Ganze ist halt so ein Teil, was zudem ja auch nochmal für eine extrem gute Aerodynamik sorgt. McLaren hat schon immer sehr auf Aerodynamik einfach gebaut, und das sieht man vor allem auch an diesen ganzen Luftein- und Auslässen am Fahrzeug. Sowieso das ganze Fahrzeugdesign sieht aus wie so eine Kapsel. Da ist irgendwie nichts Eckiges, Kantiges, wo irgendwie sich noch Luft stauen kann. Wenn wir hier schauen, dann hat man natürlich hier die Lufteinlässe. Fangen wir erstmal hier unten an. Die Luft, die geht hier unten durch. Wird hier unten an der Tür weitergeleitet, also dann quasi hier unten lang, dann hier durch. Und das geht dann weiter bis nach unten, bis nach hinten zum Diffusor. Dann haben wir hier schon mal einen Luftstrom, der halt nochmal für extremen Anpressdruck sorgt. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie der Luftstrom hier weitergeleitet wird. Zum einen zum Beispiel haben wir einfach, hier kommt die heiße Luft der Räder durch, die dann dadurch abgeleitet wird. Hier an der Tür dieser wunderschöne, riesige, nicht übersehbare Lufteinlass leitet die Luft direkt weiter zum Motor, sorgt also für eine Motorkühlung. Und auch hier geht nochmal der Luftstrom so durch. Man kann sehen, hier kann ich den Arm durchstecken. Besonders schön finde ich auch die Heckleuchten, die einfach so richtig schön schmal sind. Das Ganze sieht sehr, sehr aggressiv hier hinten aus durch diese schmalen Rückleuchten. Schauen wir uns doch mal das Interieur an und öffnen diese wundervolle Schwanentür. Ja, da gab es sehr viel Diskussion. Flügeltüren, Scherentüren, Schwanentüren. Was sagt man jetzt eigentlich dazu? Flügeltüren ist ja eigentlich so der Überbegriff zu allem, alles was so nach oben aufgeht. Obwohl dieser typische Flügeltür-Move ist ja eigentlich hier vom 300er SL zum Beispiel oder SLS. Hier von dieser Bewegung her sagt man Schwanentüren. So viel dazu, dann setzen wir uns mal rein. Auch das Interieur überrascht mich positiv, zumindest von der Farbgebung her finde ich das sehr, sehr schick mit diesem hellgrauen Alcantara. Sieht echt sehr schick aus. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein helles Alcantara auch gut aussieht. Ansonsten McLaren-typisch wieder. Man sitzt in so einer Kapsel drin, man fühlt sich wirklich, dass man in so einem Monocoque drin sitzt. Ja, es ist jetzt hier ein Vorserienfahrzeug, weshalb die Monitore jetzt hier nicht funktionieren, aber keine Sorge, im Normalfall funktionieren die. Aber hier alles ein bisschen neu gestaltet. Erstmal die Lüftungsdüsen, die waren vorher bei den anderen McLaren-Modellen eher rund.
Hier sind die jetzt so ein bisschen eckiger gestaltet worden. Dann einmal dieses Display hier in der Mitte, was mich so ein bisschen an, zeig mal deine Watch, an so eine große Apple Watch, ja, mit diesem Drehknauf hier an der Seite erinnert. Ist ein Touch-Display übrigens, also wie gesagt, funktioniert nur leider heute nicht. Ansonsten auch McLaren-typisch wieder hier in der Mittelkonsole die Wählknöpfe, so da, wo man Vorwärts- und Rückwärtsgang und Neutral einlegt. Das macht man hier, dafür gibt es keinen Hebel, so wie man es sonst bei anderen Fahrzeugen kennt. Ansonsten sehr aufgeräumt, alles Weitere kann man über dieses Display, über diesen Monitor hier steuern, sonst gibt es hier nicht großartig irgendwelche Knöpfe. Lenkrad, der eine mag es, der andere nicht. Ohne irgendwelche Multifunktions-Schnickschnack-Knöpfe, sondern wirklich einfach nur ein reines, sportliches Lenkrad. Bei McLaren finde ich halt auch immer sehr schön, das ist meiner Meinung nach mit eins der griffigsten Lenkräder überhaupt, weil man hier hinten noch so eine schöne Mulde hat, wo man die Finger noch so richtig reingreifen kann. Also es ist wirklich ein sehr handliches Lenkrad. Auch die Schaltpedals finde ich schön groß. Wenn du mal auch mal guckst, die haben so eine schöne dunkle, so ein schönes dunkles Grau, eine schöne Farbe. Die sieht nicht so billig plastikmäßig aus, sondern wirklich sehr hochwertig. Da achten ja auch immer sehr viele drauf. Ja, für all jene, die vielleicht auch ein bisschen was transportieren möchten in so einem Fahrzeug, für vielleicht Reisende, die auf einer Tour sind, gibt es auch hier hinten eine kleine Ablagemöglichkeit für Handgepäck, Handtaschen, wie auch immer. Ansonsten gibt es aber auch nochmal vorne einen Kofferraum, der 150 Liter Volumen fasst, also passt ein normaler Handgepäcks-Reisekoffer rein. Eine weitere Änderung beim Artura zu vorherigen McLaren-Modellen sind einmal diese Hebel hier an diesem Display. Vorher gab es einen Active-Button, der saß dann meistens irgendwo hier. Dieser Active-Button ist für die Einstellung zum Getriebe und zum Beispiel für das ESP zuständig. Erst wenn man diesen Active-Button betätigt hat, dann konnte man die Einstellung daran vornehmen und dann waren die auch erst aktiv. Da hat sich McLaren gedacht, wenn das hier so in der Mitte sitzt, lenkt das vielleicht ein bisschen vom Fahren ab. Also hat man es einfach hierhin positioniert. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze und fahre, okay, so würde ich jetzt normalerweise nicht sitzen, zum Sitz komme ich gleich, dann kann ich ganz easy erstmal natürlich hier schalten und wenn ich sage, ich möchte jetzt das ESP ausschalten, dann zack, das geht alles ohne das Lenkrad loszulassen und hier kann ich dann halt eben noch einstellen, ob ESP Sport oder ESP komplett off. Hier kann ich das manuelle Getriebe einstellen, dass ich halt wirklich nur noch mit den Pedals fahre. Bei McLaren sind die Pedals miteinander verbunden. Das heißt, ich kann sowohl mit rechts als auch mit links hoch und runter schalten. Dann kommen wir zu einer ganz feinen Sache, die ich super finde. Und zwar sind das hier die Clubsportsitze, das heißt Vollschalensitze, die sich zumindest nicht im Winkel irgendwie einstellen lassen. Das ist also ein Teil, aber zu meinem Leidwesen gab es vorher oft bei solchen Sitzen nicht die Möglichkeit, die in der Höhe oder in der Neigung zu verstellen. Hier geht jetzt beides mit einem Knopf und zwar ist der hier. Hier kann ich jetzt die Höhe einstellen und auch gleichzeitig die Neigung einstellen. Also jetzt sitze ich natürlich ein bisschen vom Winkel her gerader. Wenn ich jetzt wieder runterfahre, dann der Sitz fährt so runter. Wie so eine Rutsche, kann man fast sagen. Vor und zurück geht natürlich immer hier manuell. Und ich kann das Lenkrad natürlich auch noch einstellen, elektrisch. Und das Display hier vorne fährt mit. Das heißt, wenn mir das Display jetzt ein bisschen zu hoch sitzt, dann fahre ich das Lenkrad halt ein bisschen runter. Okay, weiter geht's jetzt nicht. Noch ein bisschen ran. Und ich habe die perfekte Sicht nach vorn. Also wir haben hier einen 3 Liter V6 Biturbo Motor und einen E-Motor drunter sitzen. Also ein Hybridantrieb, Plug-in-Hybrid, auch ganz interessant. Man kann den Wagen halt auch an den ganz normalen Hausstrom anschließen und laden. Das geht hier. Auf der anderen Seite ist dann der ganz normale Tankdeckel. Voll elektrisch kommt man übrigens 30 Kilometer. Ich finde das eine super Sache, weil so ein Auto ist ja in der Regel nicht so ganz leise. Und wenn man dann zum Beispiel Nachbarn hat, die das vielleicht dann auch nicht so toll finden, wenn man jedes Mal so ein lautes Auto in der Garage startet, dann kann man rein elektrisch komplett lautlos durch sein Dorf fahren, ohne irgendwelche Nachbarn zu verärgern. Das ist mal so ein Vorteil daran. Der Elektromotor leistet 95 PS, der Verbrennermotor leistet 585 PS, insgesamt also 680 PS, die der Wagen leistet. Ja, 680 PS und 720 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Beschleunigung aus. Von 0 auf 100 schießt der Wagen in exakt 3 Sekunden und von 0 auf 200 in 8,3 Sekunden. Und
Jetzt denkt man sich so, ja, Supercar, fährt schnell, verbraucht wahrscheinlich auch viel. Nee, der ist angegeben mit 5,5 Liter auf 100 Kilometer. Sprechen wir hier noch von einem Supercar? Jetzt mal im Ernst. Ja, das kann ich fast gar nicht glauben. Aber tatsächlich, sagt McLaren, dieser Verbrauch ist möglich. Mit welchem Supercar hat man so einen geringen Verbrauch? Der Wagen wiegt 1498 Kilogramm. Der Artura hat eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h und er hat ein 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Und das Interessante daran ist, dass er einen rein elektrischen Rückwärtsgang hat. Also wenn man rückwärts fährt, dann komplett rein elektrisch. Ja, und das, was natürlich wahrscheinlich die meisten interessiert, ist natürlich der Preis. Der Wagen beginnt bei 226.000 € brutto. Man muss dazu sagen, das ist das günstigste Hybrid Supercar aktuell auf dem Markt. Hinzu kommt, man bekommt bei dem Wagen 5 Jahre Garantie, 6 Jahre Garantie auf die Batterien und ein 3-Jahres-Wartungspaket. Also Wartung 3 Jahre lang inklusive. Ja Leute, wie findet ihr den McLaren Artura? Schreibt es gerne in die Kommentare. Mich würde es natürlich mal riesig interessieren, wie der Wagen sich fährt. Auch das kann ich hoffentlich bald mal testen. Dementsprechend wird es selbstverständlich dann auch dazu ein Video geben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ist ja schließlich kostenlos und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!